Okay, pass auf, hier sind 5 Fehler, die jeder Filmanfänger mit Produktvideos macht, die ich in letzter Zeit so häufig gesehen habe, dass ich unbedingt ganz dringend mal darüber reden muss. Besonders auf TikTok sehe ich immer häufiger Videos wie Nike hat mich nach einem Produktvideo gefragt. Und dann sehe ich die absoluten Amateuraufnahmen. Genau, Nike hat dich darum gebeten, so einen Quatsch zusammenzuwürfeln. Schon klar. Okay, der wirklich größte Fehler, den man als Anfänger machen kann, ist zu früh Produktvideos zu machen. Ernsthaft, Produktvideos können sehr schnell sehr komplex werden. Und es ist so viel besser, mit kleinen Schritten dorthin zu kommen und erstmal die Basics zu lernen, die am Ende den gewaltigsten Unterschied machen. Oder noch besser, suche dir ein paar Produktfotos raus und mache die so genau wie möglich nach. Dadurch lernst du so viel über Lichtsetzung, Kamera und Bildkomposition. Und du musst dir noch keine Gedanken über Kamerabewegungen, Bewegung im Bild oder irgendwelchen Special Effects machen. Das ist eine Übung, die ich regelmäßig einmal die Woche mache. Mein letztes Video ist der Beweis dafür, wie viel dir das bringen kann. Fehler Nummer 2, du kaufst zu schnell relativ nutzlosen Kram. Und ganz ehrlich, ich kann mich davon nicht ausschließen. Zum Beispiel habe ich für mein Unternehmen die Laowa 24mm Probe Lens geholt. Und die habe ich bisher bei, keine Ahnung, 2 Kundenprojekten wirklich gebraucht. Ich weiß, wie verführerisch es sein kann, wenn ein großer Influencer die neueste Technik anpreist. Aber in den meisten Fällen ist das so, dass er dafür bezahlt wird, dass du dir Sachen kaufst, die du in 90% der Fälle eigentlich nicht brauchst. Weißt du was? Hier sind die 5 wichtigsten Sachen, die du am Anfang brauchst. 2 starke Lampenstrahler. Mindestens 60 Watt und wenn du weißt, dass du viel Zeitlupe machen möchtest, dann start am besten direkt gleich bei 150 Watt. Mindestens 2 große Diffusoren. Dabei ist es völlig egal, ob es Frostfolie, gefärbtes Plexiglas oder ein Faltreflektor ist. Hauptsache es ist um die 1 x 2 Meter groß. Großes Papier in allen möglichen Farben. Du wirst überrascht sein, wie häufig man damit einen richtig coolen Untergrund und Hintergrund machen kann. DIN A2 sollte das absolute Minimum sein und A1 und A0 ist natürlich deutlich besser. Irgendeine Kamera. Normalerweise würde ich sagen, dass die meisten Handykameras inzwischen so viel drauf haben, dass das locker ausreicht. Aber eine richtige Kamera ist deutlich besser, um herauszufinden, wie sich ISO, Blende, Shutter etc. auf das Bild auswirken. Und zum Schluss ein Drehteller und oder ein Slider. Beides hilft dir dabei, eine saubere Bewegung hinzubekommen. Besonders ein elektrischer Drehteller ist relativ günstig und damit kannst du schon so viel machen. Und mehr brauchst du in 95% der Fälle nicht. Mehr brauche ich in den meisten Fällen nicht mal. Fehler Nummer 3, du verstehst nicht, wie man Produkte richtig beleuchtet, was völlig in Ordnung ist. Ich glaube, dazu werde ich irgendwann noch mal ein eigenes Video machen, weil es so verdammt wichtig ist. Aber es gibt 2 Kernaussagen, die ich dir unbedingt jetzt schon mitgeben möchte. Die erste ist, dass du in den meisten Lichttutorials lernst, wie man Personen im klassischen Film beleuchtet. Du lernst also, dass man mit einem Hauptlicht auf eine Gesichtshälfte leuchtet. Mit einer Kante oder Kicker oder Haarlicht oder wie auch immer von hinten die Person von dem Hintergrund trennt und mit einem Auffülllicht die andere Gesichtshälfte anleuchtet. Das Problem daran ist, dass Produkte ganz anders funktionieren. Du kannst ein Produkt nicht anstrahlen. Ein Produkt reflektiert seine Umgebung. Und zwar alles. Oben, unten, links, rechts, vorne, hinten, völlig egal. Wenn du also ein Produkt beleuchten möchtest, dann musst du in einem großen Würfel oder in einer großen Kugel denken und überlegen, welche Bereiche du heller und dunkler machen möchtest, damit die Reflexion dem Produkt eine Dreidimensionalität gibt. Du musst also ein bisschen anders denken. Das bringt uns direkt zur zweiten Kernaussage. Wie geht man am besten Schritt für Schritt an die Belichtung ran? Schritt 1, mach alles komplett dunkel. Fang mit einem schwarzen Bild an. Also Fenster abdunkeln, Blende schließen und schwarzen Molton um die Szenerie aufbauen. Schritt 2, wenn du nur ein einziges Licht einsetzen könntest. Ein einziges. Wie würdest du es einsetzen? Was wäre dein Statement? Würdest du von schräg vorne beleuchten, um eine möglichst saubere Aufnahme hinzubekommen? Würdest du eine besondere Kontur von der Seite hervorheben? Oder würdest du von hinten eine Silhouette hervorheben? Worauf genau soll der Zuschauer achten? Dann versuchst du so perfekt wie möglich diese eine Lampe einzustellen. Finde die richtige Position, den richtigen Winkel, stell die Helligkeit richtig ein etc. Im besten Fall reicht diese eine Lampe bereits aus, um das Bild extrem sexy zu machen. Okay, bist du happy mit der Lampe? Gut, dann fass sie nie wieder an. Also für die Einstellung. Mach sie nicht mal 1 oder 2% heller oder dunkler. Ab jetzt richtest du alles nach diesem Licht aus. Schritt 3, korrigiere Fehler. Und nur dafür darfst du weitere Lampen benutzen. Vermischt sich das Produkt zu sehr mit dem Hintergrund, dann leuchte noch von schräg hinten. Willst du ein Detail stärker herausarbeiten, dann ändere die Umgebung entsprechend, die sich in dem Produkt reflektiert. Hast du irgendwo komische Reflexion auf dem Produkt, dann decke die Quellen davon ab. Und du brauchst dafür auch nicht direkt immer gleich Lampen. In vielen Fällen reicht weißes oder schwarzes Papier völlig aus und ist deutlich einfacher. Und das war's. 3 Schritte, mehr brauchst du nicht. Mach es nicht komplizierter, als es ist. Was uns zu Fehler Nummer 4 bringt. Du machst zu viel Schnickschnack. Aber genau das sehe ich immer häufiger. Hier fliegt irgendwas durchs Bild und hier wird noch eine fancy Textanimation eingebaut und irgendeine Transition-Template wird auch noch aufgeklatscht. Ganz ehrlich, sowas macht man eigentlich nur, um irgendwelche Fehler zu verstecken. Wenn du wirklich gut bist, dann
machst du nichts, was von der Schönheit des Produktes ablenkt. So verkaufst du Produkte und musst nicht zeigen, was für ein krasser VFX-Artist du bist. Und auf einmal kannst du Kunden Ergebnisse liefern, weshalb sie dich buchen wollen und nicht Hans-Joachim Schmidt-Bauer-Sause, der die neuesten After Effects-Plugins hat. Daher neben dem Produkt solltest du maximal ein Veredelungselement haben. Für das komplette Produktvideo. Und mit diesem kannst du dann ein wenig spielen. Fehler Nummer 5. Du vernachlässigst absolute Design Basics. Okay, das ist vermutlich der wichtigste Punkt, den die meisten falsch machen. Design ist nicht schwer oder kompliziert und trotzdem sehe ich immer wieder einfache Anfängerfehler. Warum sage ich das so deutlich? Wenn du das verstanden hast, dann macht das den Unterschied zwischen, okay, sieht ganz cool aus, so ein bisschen wie Daniel Schiffer, zu holy fucking shit. Wie hast du das gemacht? Okay, hier sind ein paar Themen, wo du dich ein bisschen auskennen solltest. Bildkomposition, obviously, also wie du ein Bild ausbalancierst, beziehungsweise wie du Spannung und Dynamik erzeugst. Hierarchie, super wichtig, und auch Weißraum, beziehungsweise White Space und Negative Space. Linien und Formen. Kontrast ist auch super wichtig. Du solltest wissen, dass Kontrast nicht bedeutet, die hellen Sachen heller zu machen und die dunklen dunkler. Es gibt zwischen 7 klassische und 12 erweiterte Kontraste, mit denen du dein Bild aufwerten kannst. Farbkontrast, Helligkeitskontrast, Qualitätskontrast, Quantitätskontrast, Sukzessivkontrast und. Und zum Schluss solltest du wissen, welche Farbkombinationen welche Wirkung hervorrufen, also zumindest ein paar Klassiker. Ich meine, hast du dich nie gefragt, warum in meinem letzten Video diese Aufnahme relativ modern und frisch wirkt und diese eher elegant aussieht? Ich meine, immerhin ist die Hauptfarbe, das Blau, in beiden Aufnahmen fast identisch. Farbtheorie. Farbkombinationen haben eine bestimmte Wirkung. Ich schaue mal, ob ich dazu ein bisschen Literatur finde, die mir dabei geholfen hat, das zu verstehen und anzuwenden. Bis ich das gemacht habe, solltest du dir unbedingt dieses Video anschauen, wo ich versucht habe, hochwertige Produktaufnahmen zu machen, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Da lernst du, wie man mit einfachen Mitteln sehr viel rausholen kann. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und damit tschüss, bye bye und ciao.